Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute gibt es ein erstes Zwischenfazit zu meiner 12 für 2022 Liste. Ich habe, wie so viele andere Bücherwürmer da draußen auch, mir eine Leseliste gemacht für das Jahr 2022. 12 Bücher habe ich darauf gesetzt, die ich in diesem Jahr unbedingt lesen möchte. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, da habe ich euch die einzelnen Bücher ein bisschen vorgestellt. Und jetzt, da die erste Hälfte des Jahres fast rum ist, dachte ich, wir blicken mal zusammen darauf, wie das Ganze so läuft, wie erfolgreich ich bin. Ursprünglich war ja meine Theorie, ich lese jeden Monat ein Buch, 12 Monate, 12 Bücher, so wollen das ja auch, glaube ich, recht viele handhaben. Und es hat auch richtig gut angefangen. Allerdings blieb ich dann an einem Buch hängen, das ich jetzt schon mehrere Monate mitziehe, sozusagen. Deswegen ging dieser Plan nicht ganz auf. Aktueller Stand habe ich von diesen 12 Büchern 3 komplett beendet und stecke in einem mittendrin. Also sagen wir mal 3,5. Eigentlich jetzt im Juni müsste ich ja 5 bis 6 Bücher gelesen haben. Das heißt, ja, so ganz geht mein Plan leider nicht auf. Aber erst einmal zu den Büchern, die ich gelesen habe. Das allererste war Niemals Welt von Marisha Pessl. Dann habe ich Der Seelenbrecher von Sebastian Fitzek gelesen, das ich innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, weggesuchtet habe. Also das war sehr schnell gelesen, dieses Buch von meinem Stapel. Und das dritte Buch, das ich schon komplett beendet habe, ist Blackout von Mark Ellsberg. Das hatte ich ja extra darauf gelegt, damit ich es endlich mal lese dieses Jahr, weil es einfach schon viel zu lange auf meinem Sub gelegen hat und ich ja der festen Überzeugung war, dass mich diese Geschichte wirklich begeistern kann. War leider nicht so. Trotzdem ist es jetzt endlich gelesen und ich muss sagen, da habe ich mir nach Beenden wirklich selber so ein bisschen auf die Schulter geklopft, weil das war halt immer so ein Buch, ja, das hat so viele Seiten und dann hängt man da so lange dran. Und ich habe es jetzt endlich mit in den Urlaub genommen, was dann auch wirklich perfekt gepasst hat. Leider, wie gesagt, der Inhalt konnte mich nicht sehr überzeugen. Trotzdem habe ich dank dieser Challenge endlich dieses Buch von meinem Sub runtergekickt. Und da bin ich sehr froh drum. Ich glaube, ohne diese Challenge hätte ich es wahrscheinlich nicht gelesen im April dieses Jahr. Dann kommen wir zu dem Buch, das ich jetzt schon ewig mit mir mitschleppe, nämlich schon seit 2 Monaten. Und das ist Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Das habe ich mir auf diese Liste gesetzt, weil es für mein Gefühl schon viel zu lange ungelesen hier herumstand. Ich habe es vor ein paar Jahren mal mir zu Weihnachten gewünscht, habe es geschenkt bekommen und man hat ja so viel Positives darüber gehört und mich hat aber trotzdem, dass man im gleichen Atemzug mit, oh, das ist so gut, das Buch, immer gehört hat, oh, das ist so traurig, das Buch, das hat mich immer abgeschreckt, weil ich bin ein super emotionaler Leser. Also bei mir kommen halt richtig Emotionen auf. Ich fühle halt alles mit, was die Charaktere so durchmachen, vorausgesetzt ein Buch ist gut geschrieben. Deswegen wusste ich halt einfach, oh, ich werde ganz viel weinen müssen bei diesem Buch und mich wird die Handlung wahrscheinlich echt mitnehmen, auch wenn ich vom Inhalt her gar nicht wusste, worauf genau man sich hier einlässt. Und genau das ist halt irgendwie so meine Schwierigkeit mit diesem Buch. Es ist halt sehr, sehr harte Kost. Und manchmal ist mir nicht nach so harter Kost. Und deswegen lasse ich es dann direkt ganz sein mit dem Lesen. Deswegen zieht sich das Buch auch so lange hin. Die ersten paar hundert Seiten war ich absolut begeistert. Ich glaube, ich habe es auch in der Instagram-Story schon mehrmals da geteilt, wie toll ich dieses Buch finde und wie sehr ich diese Geschichte genieße. Da hat sich aber auch noch gar nicht so sehr abgezeichnet, was für eine Richtung das Ganze dann nimmt. Und als das Ganze dann halt deutlich wurde, da war ich dann eher so, Mit da rein spielt auch, dass ich das auch einfach eine ganze Weile pausiert habe, weil ich in Urlaub gefahren bin und mir war das einfach zu schwer für den Urlaub. Ich wollte was anderes, Spannendes lesen, deswegen habe ich dann Blackout mitgenommen und habe das zu Hause gelassen und habe mehrere Wochen einfach nicht drin gelesen. Und da ist dann halt einfach die Hürde recht groß gewesen, das Ganze wieder in die Hand zu nehmen, um diese wirklich, ganz ehrlich, furchtbare Geschichte weiterzulesen. Weil das ist es zum Teil für mich. Ich finde es teilweise einfach furchtbar. Aber nun gut. Nicht, weil es schlecht geschrieben ist, sondern weil die Handlung
wenn man sich das alles so vorstellt, einfach wirklich furchtbar ist. Jetzt im Juni werde ich es aber beenden. Ich brauche noch gute 300 Seiten und dann ist das auch geschafft. Das heißt, dann habe ich 4 von 12 Büchern für 2022 gelesen. Also wie schon gesagt, der Plan mit einem Buch pro Monat geht jetzt nicht mehr auf. Ich habe aber beispielsweise dieses Buch hier auf der Liste stehen, Bird und ich und der Sommer, in dem ich fliegen lernte. Das, glaube ich, sehr, sehr schnell weggelesen sein wird. Andererseits habe ich dann auch wieder Bücher da drauf liegen, wo ich halt auch denke, okay, das wird wahrscheinlich nicht so schnell weggelesen sein. Beispielsweise freue ich mich sehr, dann endlich Little Women von Louisa May Alcott zu lesen. Eine Geschichte, also nicht das Buch habe ich noch nie gelesen, beziehungsweise ich habe mal so eine Kinderversion davon gehabt, die habe ich gelesen. Aber ich mag halt vor allem auch den Film, es ist halt einer meiner Lieblingsfilme. Und ich mag die Geschichte einfach auch total gerne und deswegen freue ich mich dann endlich auch mal, ja, die richtige Geschichte zu lesen, keine gekürzte Kinderfassung und ja, auch noch in dieser wunderschönen Ausgabe. Ich finde sie ja wirklich sehr, sehr schön und ich glaube aber, dass das halt auch ein Buch sein wird, an dem man ein bisschen länger lesen wird. Also ich glaube, es bleibt spannend, wie das Ganze dann noch so laufen wird. Ich glaube nämlich auch, als nächstes werde ich, um so ein bisschen aufzuholen, tatsächlich dieses hier lesen, weil ich einfach, ja, ich bin der Überzeugung, dass man es rucki-zucki wegliest. Und einfach, um so ein bisschen aufzuholen, wisst ihr, dann werde ich erst das als nächstes lesen und werde dann halt im Juni, ich merke schon, meine Planung für Juni geht schon wieder überhaupt nicht auf, dann hoffentlich dann auch noch vielleicht ein zweites Buch vom Stapel lesen können. Ich freue mich ja beispielsweise auch sehr darauf, endlich mal im Rahmen dieser Challenge was von Agatha Christie zu lesen. Ich habe es mir nämlich extra darauf gesetzt. Ich habe noch nichts von ihr gelesen. Aber auch das wird, glaube ich, nichts sein, was man sehr schnell wegliest. Aber ja, ich weiß es nicht. Vielleicht auch doch, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Für diejenigen, die es interessiert, welche Bücher sonst noch auf dem Stapel übrig sind, das ist noch die Mondschwester von Lucinda Riley. Werde ich auch sehr bald lesen, weil ich einfach mich sehr freue, bei dieser Reihe weiterzumachen. Dann der Auftakt einer Fantasy-Reihe, nämlich Die Verlobten des Winters, die Spiegelreisende von Christelle Darboux. Das Geheimnis der Schwimmerin von Erica Swyler. Und dann ein Murder Mystery für Jugendliche, und zwar der erste Teil der Magpie Society Reihe oder Trilogie, bin mir nicht ganz sicher, von Zoe Sugg und Amy McCulloch. Auch hier glaube ich, dass man das relativ schnell gelesen hat. Vielleicht wäre dann eine ganz gute Strategie im Juni Bird und The Magpie Society zu lesen, dann hätte ich nämlich schon 6. Und dann wären wir ja wieder im Plan. Vielleicht sollte ich es so machen. Wenn ich im Juni diese 2 Bücher lese, dann habe ich 6 gelesene vom Stapel und dann kann man wieder mit einem Buch pro Monat weitermachen. Wäre eine Idee, wenn das Ganze so hinhaut. Mal gucken. Habe für Juni nämlich auch schon andere Bücher, die ich auf jeden Fall gerne lesen möchte, auf die ich Lust habe. Und das letzte Buch auf der Liste ist Das Land der anderen von Leila Slimani. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise noch hingeht mit dieser Challenge. Ich möchte sie auf jeden Fall beenden, sonst würde ich sie ja gar nicht erst starten. Ich habe natürlich den Anspruch an mich selber, das Ganze auch durchzuziehen. Letztes Jahr hat das ja überhaupt nicht funktioniert bei mir, aber dieses Jahr wird das was, wenn ich mir nur nicht ein wenig Leben da drauf geknallt hätte, ne? Aber naja, nun gut, so ist es. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie es bei euch läuft mit der Challenge, wenn ihr sie denn auch macht oder ob ihr von sowas überhaupt nichts haltet. Es ist natürlich auch ein gewisser Druck dahinter, ne? Also wenn man sich für ein Jahr so eine Challenge setzt, hat man natürlich auch Druck, setzt sich selber auch so ein bisschen unter Druck, weil man sagt, ich möchte diese Challenge ja auch beenden und man setzt sich irgendwo unter Druck, dass man diese bestimmten Bücher lesen muss, auch wenn man vielleicht gar keine Lust gerade in dem Moment darauf hat. Demgegenüber stehe ich ja häufig auch so ein bisschen kritisch, aber für mich sind 12 Bücher irgendwo noch vertretbar. Es gibt ja auch
Challenges jetzt beispielsweise 22 für 2022. Und das ist etwas, was ich einfach nicht machen würde, weil ich halt keine 100 Bücher in einem Jahr lese, sondern es sind so um die 40 und das wäre dann ja schon die Hälfte da wäre ja schon die Hälfte der Bücher für ein ganzes Jahr vorgeplant und das möchte ich nicht. Man will sich ja auch so ein bisschen Platz lassen für Neuerscheinungen beispielsweise, für Bücher, auf die man in dem Moment richtig, richtig Lust hat. Und deswegen 12 Bücher sollten zu schaffen sein. Und wie gesagt, ich bin hochmotiviert und sehr positiv eingestellt. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, nächste Woche Donnerstag wieder einzuschalten. Da gibt es nämlich ein neues Video. Ich verabschiede mich für heute und sage bis dann. Tschüss.